Hi Daniel, freut mich, dass du mir die Gelegenheit gibst. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jill. Bei Viewer bin ich der Producer und kümmere mich auch ein bisschen um Art und so weiter. Und ich zeige dir heute und unserer Community heute, was wir alles gemacht haben, um Tramsim vom PC, von Steam, auf Konsole zu bringen. Und zwar auf Xbox Series. Und in dem Fall zeigen wir euch aber den PlayStation 5 Port auf unserem Testkit. Und wie ihr hier sehen könnt, sind wir hier schon direkt in der nativen PlayStation-Umgebung und wir starten jetzt auch noch direkt mal schon mal Tramsim. Und das ist Wien und München zusammen in einem Port. Und das ist so mit der größte Unterschied zu der PC-Version. Wir haben hier mehrere DLCs quasi gebundelt, ja, zu einer Konsolenedition. Und wie wir hier auch sehen, wir haben gleich die ganzen Aktivitäten bzw. Trophies. Trophies sind das, was bei Steam Achievements sind. Und sind genau dieselben. Wie ihr seht, die sind auch alle locked. Das machen wir einfach, damit wir das immer wieder testen können bei jedem Bild, ob das wieder ob das quasi funktioniert, dass die Trophies korrekt unlocked werden. Weil das ist auch so eine Schwierigkeit. Also es ist jetzt nur, weil es bei Steam auf dem PC funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es dann auf der PlayStation funktioniert oder auf der Xbox. Also sind immer wieder so ein paar Sachen, dass dann irgendeine Trophy kann nicht freigeschaltet werden. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Und wir achten natürlich auch Sony und Xbox darauf, dass alle Trophies auch korrekt freigeschaltet werden können nach den Bedingungen. Gab es da irgendwelche Probleme vielleicht beim Übersetzen von Steam auf PlayStation bzw. Xbox? Das ist auf jeden Fall nicht mal so, es ist kein einfach mal rüberschmeißen auf die Konsolen und es funktioniert schon. Der erste Codeport, der ging eigentlich relativ fix. Also Codeport nennen wir immer das, wenn es einfach nur grob rüberportiert wird. Und dann gehst du an die ganzen Feinheiten an. Das ist das, was lange gedauert hat. Obendrein das hier. Ja, quasi die ganze Steuerung von Maus, Tastatur bzw. Joystick auf die paar Buttons kriegen, die wir hier haben. Das sieht viel aus, ist aber eigentlich wirklich furchtbar wenig. Und wir mussten uns extra eine Lösung bringen, wie diese ganzen Funktionen von der Straßenbahn, die echt nicht wenige sind, sinnvoll auf den Controller unterbringen. Dafür haben wir extra ein D-Pad-Menü erstellt. Springen wir mal gleich rein, können wir uns das direkt mal angucken. Kann ich euch nochmal zeigen, was wir alles gemacht haben für die Steuerung. Ihr seht, das Menü hier sieht eigentlich fast genauso aus wie am PC. Unterschied sieht man schon unten, Navigation und Selektion, das alles hier ist auf Englisch, in der englischen Version. Wir haben auch alle Lokalisationen quasi rübergebracht. Wir haben wieder Deutsch, wir haben wieder Chinesisch und alle anderen Sprachen, die wir bereits schon auf Steam auch haben. Dann springe ich mal ganz kurz zu den Settings rein. Und da sehen wir ja gleich schon, das Menü sieht schon teilweise anders aus. Und hier haben wir zum Beispiel die Steuerung nur, wenn man im Cockpit von der Straßenbahn sitzt. Und das ist nochmal die Steuerung für das IBIS, also der Bordcomputer. Hier haben wir es fürs Free Roaming, also wenn wir draußen herumlaufen oder in der Straßenbahn. Und das sind nur die Shunting Controls. Das ist alles für die manuelle Kontrolle. Und hier haben wir nochmal das Game-Menü. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie wir das alles sinnvoll quasi in allen States auf diesen Controller drauf kriegen. Und es muss ja auch alles wirklich mit den Buttons, die PlayStation irgendwie vorgegeben hat, passen. Da gab es ja mal was. Ja, da hatten wir ein Problem im Tutorial. Und zwar, da hatten wir für Fortsetzen in einem der Tutorials den Kreis-Button benutzt und nicht den X-Button. Und das mussten wir ändern, weil das halt so vorgeschrieben ist von Sony, aber auch von Microsoft. Das Bestätigen, weiter und so weiter, alle diese Funktionen immer mit dem X-Button bestätigt werden müssen oder ausgeführt werden müssen und nicht halt mit dem Kreisbutton, der einfach dafür eigentlich für das Gegenteil da ist, abbrechen und zurück und so weiter. Dann würde ich mal ganz kurz ein Tutorial zeigen. Und weil hier am Tutorial-Screen können wir auch schon sehen, dass es sich ein bisschen geändert hat. Wir hatten ja zum Beispiel General Help komplett zusammengeführt. Ja, das ist dann die ganzen Texterklärungen. Und hier rechts haben wir dann gleich die Tutorials. Einmal Basis-Tutorials, einmal für die Flex City in Wien und einmal für die R2B in München. Da haben wir natürlich wieder das Signal-Tutorial für Wien und das Gameplay-Tutorial für Wien. Und dann springen wir mal gleich rein hier in das Flex City-Tutorial. Wir mussten halt auch teilweise komplett die Texte im Tutorial ändern, weil die halt für den PC ausgelegt waren. Jetzt müssen sie für PC und Konsolen funktionieren. Und hier haben wir schon das Beispiel. Welcome to Vienna. Das ist alles noch gleich, aber unten schon Continue mit dem X-Button. Und wir mussten halt wirklich teilweise die Texte komplett ändern. Und genau hier haben wir jetzt schon die Erklärung für das Directional Buttons Menü, also das D-Pad Menü, wenn man will, dass wir das dann öffnen können.
Das ist ganz wichtig zu sagen, D-Pad, oder? Genau, das D-Pad oder Directional Buttons Menu, also die beiden Wörter darf man benutzen, aber nicht Steuerkreuz. Und hier sehen wir schon die ganze Arbeit, die wir eigentlich hauptsächlich machen mussten, um diese ganze komplexe Steuerung. Ich meine, jeder Button hier auf dem Dashboard ist ja eigentlich bedienbar. Und das ist etwa, also das ist mit der Kamerasteuerung natürlich ein bisschen nicht so einfach wie auf dem PC. Ja. Mit der Maus ist das sehr viel einfacher. Und wir haben uns aber gedacht, dass das hier sehr sinnvoll wäre, das alles so ein D-Pad-Menü umzusetzen. Da kriegen wir natürlich auch quasi die Grafik angezeigt und nochmal den Namen. Ja, in dem Fall ist es der Fotograf und wir sollen ihn hochheben und dann klicken wir einfach auf Race, ja, und dann geht auch der entsprechend sofort der Fotograf hoch. Dann können wir das wieder schließen und dann geht es weiter im Tutorial. Und jetzt können wir gleich schon beschleunigen. Und das Ganze haben wir so gemacht. Das ist gleich schon eine Trophy gehört. Jetzt gleich schon eine Trophy bekommen, das heißt, die bekommen wir auf jeden Fall, die ist korrekt freigeschaltet. Und jetzt können wir schon quasi in Anführungszeichen Gas geben und auf 30 km/h beschleunigen. Und ihr seht, wenn ich jetzt den linken Trigger loslasse, dann geht auch wieder der Sollwertgeber entsprechend zurück. Das heißt, der L-Stick, der funktioniert genauso wie der Sollwertgeber. Kriegt man wahrscheinlich auch viel genauere Steuerung. Ja, musste mich auch erstmal dran gewöhnen und es ist so viel angenehmer. Das ist das Pausenmenü, wie ihr seht, und jetzt gehen wir zurück zu Back to Menu, also zurück ins Hauptmenü. Und da gehen wir auf New Game. Und hier ist es ganz wichtig, hier haben wir nur noch was Neues hinzugefügt, eine neue Option. Das sieht man erstmal komplett auch ein bisschen anders aus als quasi auch bei der PC-Version. Wir sehen auch hier oben Region. Region Vienna in dem Fall, Wien. Und dann können wir die Regionen wechseln zu Munich bzw. München und dann ändert sich aber auch der Game Mode entsprechend. Ja. Das heißt, wir haben das alles gut kombiniert, ja. Und auch die Unterschiede zwischen den beiden Betrieben quasi dadurch berücksichtigt. Können wir uns dann die Route aussuchen, die Fahrtrichtung, welche Station wir anfangen, welche Tageszeit es sein soll, ja, die Saison ist auch wieder dabei. Das Fahrzeug können wir uns aussuchen. Hier sind jetzt dabei Flex City, E2 und R2B. Die können wir auch in Wien benutzen. Ja, in dem Fall nehmen wir mal den Flex City. Alles soweit dabei, wie ihr es kennt. Und dann gehen wir einfach mal auf Start Game. In dem Fall habe ich das schon so gemacht, habe ich es so eingestellt, Standard, dass das Fahrzeug direkt schon aufgerüstet ist. Kann es aber jederzeit quasi, wenn wir hier mit dem Cursor drüber gehen, quasi auch das Fahrzeug manuell aufrüsten. Es ist alles dann entsprechend markiert, wie wir sehen. Ja. Wenn wir mit interagieren, ja, können wir komplett umschauen im Fahrzeug, wie ihr seht. Das sieht alles genauso aus wie auf der PC-Version, ist auch alles genauso zu benutzen wie auf der PC-Version. Auch das ganze IBIS, ja, das kann man auch alles anwählen direkt hier oder geht halt direkt gleich in die IBIS-Kamera und kann das halt dann direkt hier viel einfacher benutzen, wenn man möchte. Und das war jetzt einfach der Dreierknopf und der springt immer ins IBIS. Ja, dann hat die Kamera gleich fokussiert auf das IBIS und ich kann das alles mit dem D-Pad-Menü auswählen, wie ich brauche. Das ist dann eben statt dem Zoomen so gesehen von der PC-Version. Ganz genau. Ja. Sehr cool. Und dann können wir hier auch wieder direkt losfahren. Und kann mich währenddessen umgucken. Und das Öffnen der Türen bzw. die Türfreigabe haben wir auch direkt auf den Button gelegt, damit man es halt sehr schnell machen kann, wenn man möchte. Oder man drückt halt manuell auf den entsprechenden Knopf im Cockpit des Fahrzeugs. So, jetzt drückt er mal manuell drauf. Die Freigabe. Muss man mal gucken. Nein, so schließen. Da ist die Freigabe. Jetzt gehen die Türen quasi auf. Dann kann ich auch wieder schließen. Wie lange hat der jetzt schlussendlich daran gearbeitet? Ungefähr ein halbes Jahr. Ja, das war jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Das ist also quasi schon letztes Jahr angefangen, ungefähr im September die ersten Gespräche gehabt. Im Oktober hatten wir den Codeport. Da konnten wir im November wirklich damit anfangen. Da ging es alles sehr zügig. Ja, jetzt sind wir quasi in der Endphase. Ein paar Certification Runs gebraucht bei Sony und bei Microsoft.
Wenn wir das jetzt während der Fahrt, das D-Pad-Menü aufrufen, verlangsamt sich die Fahrt. Das heißt, wir haben mehr Zeit zu reagieren, zu suchen. Ja, dann können wir hier zum Beispiel aufsuchen, Cruise Control können wir setzen auf 50 oder 30 km/h. Ich setze jetzt mal auf 50 km/h und dann hält das Fahrzeug 50 km/h. So, dann halten wir hier noch an und dann würde ich sagen, könnt ihr alle sehen, Tramsim läuft einwandfrei auf der PlayStation. Danke. Gerne. Und am PlayStation Store kann man die Konsolenversion von Tramsim schon einmal wishlisten und ja, sehr bald kommt sie auch raus. Mehr erfahrt ihr bald.